Es ist gerade energetisch eine ziemlich herausfordernde Zeit. Viele Menschen sind schon müde von dem ganzen Durcheinander und keiner kennt sich wirklich aus. Niemand weiß, wie es weitergehen wird und wir bekommen auch sehr, sehr viele widersprüchliche Informationen, die das Ganze auch nicht wirklich einfacher machen. Mir fällt auf, dass sehr, sehr viele Menschen derzeit gar nicht wirklich bei sich sind und unnötig viel Energie verlieren. Damit euch das nicht passiert, mache ich dieses Video. Also wenn ihr das jetzt schaut, habe ich es eigentlich schon gemacht. Wie auch immer, ihr kennt vielleicht den Spruch, unsere Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Und gerade inmitten dieser Informationsflut stellt sich die Frage, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Schenken ist auch ein gutes Wort, denn uns sollte auch viel bewusster sein, wie wertvoll unsere Energie eigentlich ist. Man könnte sie sich eigentlich wie Goldmünzen vorstellen, damit uns einfach ein bisschen bewusster wird, was wir da eigentlich hergeben. Es ist wie ein Schatz. Ich habe jetzt keine Goldmünzen zur Hand, also nehme ich zum Zwecke dieses Videos einfach mal die Lego-Steine meiner Kinder zur Hand. Lego-Steine passen auch deshalb sehr gut, weil aus unserer Energie, aus unseren Gedanken, baut sich ja in Wirklichkeit unser Leben zusammen. Unsere Gedanken formen unsere Realität. Also ist es vielleicht auch wichtig, mehr darauf zu achten, was wir den ganzen Tag so denken und was wir mit unserer Energie so machen. Passe ich gut darauf auf, dass ich sie sogar beschütze, also zum Beispiel das, was mir besonders wertvoll ist. So als Beispiel, das weiß ich nicht, was das ist. Einfach als Beispiel, ja, habe ich wie einen Schutzmantel um mein Innerstes oder werfe ich achtlos mit meiner Energie herum, sodass ich sie dann nachher mühsam zusammensuchen muss, was mir jetzt passieren wird. Es lohnt sich, das ein bisschen besser zu beobachten, was wir mit unserer Energie so tun. Es ist nämlich so, dass unsere Gedanken sehr, sehr mächtig sind. Sie sind oft viel mächtiger, als wir glauben. Deshalb will man sie ja auch in bestimmte Richtungen steuern. Zum Beispiel über die Medien. Die Medien können ziemliche Energiesauger sein. Und dabei ist es egal, ob wir jetzt von den Mainstream-Medien sprechen oder von den alternativen Kanälen. Fangen wir mal mit den erstgenannten an. Schlechte Nachrichten. Virus, 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 Infektion, Mutation, Intensivstation. Besorgniserregend, sehr besorgniserregend, gefährlich, total gefährlich. Impfen, impfen, impfen. Wer bis jetzt nicht geimpft ist, ist ein Neonazi, nur jetzt mit langen Haaren wegen 2G. Die Impfung wirkt sehr, sehr gut, nur etwas kurz, aber der 8. Booster ist dann wirklich wirksam. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Die Lage eskaliert, es wird alles immer schlimmer und das Wetter wird auch schier. Was dabei energetisch passiert, ist in Wirklichkeit dann Folgendes. Nun ist es ja so, dass viele Leute merken, da stimmt was nicht und sie wenden sich alternativen Medien zu. Was da aber passiert, ist, dass diese ebenfalls ganz häufig total auf der Angstschiene fahren. Da haben wir den Impfstoff unter dem Elektronenmikroskop untersucht. Was man hier sieht, also hier ganz klar ein Nano-Waffeleisen. Und hier, also das ist überhaupt schrecklich. Hier sehen wir sogar die Familie Putz, nur eben genetisch verändert. Also ein bisschen weniger nervig als sonst, aber trotzdem. In einem Impfstoff hat das alles nichts verloren und es ist extrem gefährlich. Es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen, selbst zu recherchieren, auch selbst nachzudenken und auch nachzuspüren. Auch das www zu nutzen. Damit meine ich, wer sagt mir was und zu welchem Zweck. Ein 4. W wäre da eigentlich noch, welche Quellen hat er dafür? Letztens habe ich zum Beispiel einen Brief bekommen, den habe ich gleich zerknüllt. Ich habe ihn aber noch. Da stand nämlich hinten lauter tollkühne Behauptungen oben, aber es war weder ein Autor angegeben,
noch irgendwelche Quellenangaben für diese Behauptung. Von daher, da weiß man, so etwas ist vollkommen unseriös, das kann man gleich wegschmeißen. Und bei vielen anderen Informationen lohnt es sich auch, genau nachzuschauen, woher kommt das eigentlich und vielleicht auch, wer zahlt das? Wie gesagt, es ist gut, sich zu informieren, damit wir wissen, was gespielt wird, damit wir sagen können, das will ich nicht und damit wir aus dem Spiel aussteigen können. Aber wenn wir ständig in der Angst sind oder uns über bestimmte Politiker oder Klaus Schwab und seine Pläne aufregen und davor Angst haben, befeuern wir genau das mit Energie. Wir schenken denen dann unsere Legosteine und die bauen dann vielleicht etwas daraus, was uns überhaupt nicht gefällt. Ganz ehrlich, die Politiker und andere Typen bekommen ja sowieso schon unsere Steuern, unser Geld, unsere Energie dann noch hinterher zu schicken, also das ist echt zu viel. Das haben sie auf jeden Fall nicht verdient. Und bei all den Informationen, die wir so bekommen, stellt sich tatsächlich die Frage, muss ich das jetzt wirklich wissen? Ist diese Information für mein Leben relevant? Es ist nämlich so, dass sich vieles in Wirklichkeit wiederholt und immer wieder aufgewärmt wird, wie ein Essen auf einer Raststation. Es ist nicht wirklich gut und es tut uns auch nicht besonders gut, immer das Gleiche zu hören. Dieses ständige Gefühl, informiert sein zu wollen oder am neuesten Stand sein zu wollen, hat übrigens oft damit zu tun, dass wir im Außen wie nach einer erlösenden Information suchen oder einem Hinweis, was jetzt am besten zu tun ist. Wir suchen sozusagen mit unserem Verstand, mit unserem Kopf nach irgendetwas, an dem wir uns anhalten können, gerade weil alles so durcheinander ist. Dieser Wunsch ist ja durchaus verständlich. Die Sache ist nur die, im Außen ist diese Ruhe nicht zu finden. Und es tut uns auch nicht gut, wenn wir mit jedem Klick einen Legostein weglegen. Uns fehlen dann nämlich die Legosteine und unsere Energie für das, wohin wir eigentlich wollen, was wir eigentlich aus unserem Leben machen wollen. Diese ganzen Angstmanöver in den Medien nehmen uns sozusagen unseren Fokus weg. Wir sehen dann nur die Blockaden und die werden immer größer, je mehr Energie wir ihnen schenken. Ihr kennt vielleicht diese Karatemeister, die dann irgendwelche Ziegel oder Bretter zerschlagen. Die konzentrieren sich ja, bevor sie diesen Schlag machen, ganz stark. Aber sie konzentrieren sich nicht auf das Brett, was sie zerschlagen wollen, sondern in Wirklichkeit auf die Stelle dahinter, auf den Raum hinter dem Brett. Das, was sie erreichen wollen, auf das Ziel. Und erst wenn sie sich 100%ig auf das konzentrieren, was sie erreichen wollen, können sie überhaupt die nötige Kraft aufbringen, das Brett zu zerschlagen. Wir sollten uns also nicht zu sehr auf das Brett konzentrieren, was auch immer da draufstehen mag, sondern darauf, wo wir eigentlich hinwollen in unserem Leben. Eine andere Frage ist natürlich, ob man dieses Brett überhaupt zerschlagen soll oder ob man es einfach ignorieren könnte oder weglegen. Das habe ich mich eigentlich immer schon gefragt, warum zerschlagen die diese Bretter eigentlich die ganze Zeit? Aber jeder hat halt andere Hobbys. Egal, was draußen so passiert, wir sind verantwortlich dafür, was wir fühlen, was wir denken und was wir mit unserer Energie machen. Egal, wie die Umstände so sind. Und da stellt sich die Frage, will ich wirklich meine Bausteine herumwerfen und jemanden anderen schenken oder will ich mich darauf konzentrieren, was ich denn Schönes daraus bauen könnte? Also, passt gut auf euch und auf eure Energie auf und macht einfach Dinge, die euch gut tun. Ich bin zum Beispiel ein wenig disziplinierter geworden und meditiere jetzt wirklich jeden Tag. Ich habe da jetzt so ein Post-it, da steht Mama meditiert, das tue ich dann auf die Tür, damit die Kinder nicht reinkommen, damit ich in Ruhe meditieren kann. Manchmal schlafe ich auch nur, aber das tut mir ja auch gut. Und auch wenn das Wetter jetzt oft grau in grau ist, so versuche ich jeden Tag auch hinauszugehen und mache eine Runde durch den Wald. Manchmal auch erst, wenn es dunkel ist. Was ich dabei manchmal mache, ist, dass ich ein Lied summe oder singe. Natürlich nur, wenn niemand dabei ist, weil das klingt nicht gut. Aber das tut mir gut. Es ist nämlich neurologisch nicht möglich, zu singen und Angst zu empfinden. Also gehe ich einfach summend durch den Wald.
Manchmal, wenn es in der Praxis länger dauert und ich erst gehen kann, wenn es dunkel ist, dann gehe ich halt mit Taschenlampe. Das ist auch deshalb sehr gut, weil man da sehen kann, wie so ein kleines Licht eine große Dunkelheit erleuchten kann. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir nicht ständig im Außen sind oder dass wir unsere Gedanken in irgendwelche Zukunftsvisionen davon galoppieren lassen, sondern dass wir in den Moment zurückkehren, dass wir auf unser wahres Selbst hören und dass wir uns auch mit der Dankbarkeit verbinden. Die Dankbarkeit hat nämlich eine sehr, sehr hohe Schwingung und es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Wenn mir bei dem jemand widerspricht und sagt, aber es ist derzeit so mühsam, ich kriege das mit der Dankbarkeit nicht hin, dann sage ich etwas bisschen Gemeines, aber sehr Effektives. Und zwar, wenn dir nichts einfällt, wofür du dankbar sein kannst, dann stell dir vor, dass du nur das behalten kannst, wofür du Danke gesagt hast. Und dann fällt den Leuten doch ziemlich schnell so einiges ein, wofür sie dankbar sein können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne und lichtvolle Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.